So dieser Kontakt mit dem Tod und ein bisschen diese Vogelperspektive, die hat mich eigentlich immer wieder daran erinnert, einfach jetzt das zu machen, wofür ich gerade spüre, dass ich hier bin und worauf ich Lust habe. Hallo, ich bin Joya, ich bin 28 Jahre alt und ich habe mir hier in Oberbayern meine Jurte gebaut als Massage- und Hypnoseraum und für mich als Naturerholungsort. Ich habe die Jurte komplett selber gebaut, hat ungefähr ein Jahr gedauert, während ich auch noch gearbeitet habe, Teilzeit, und ist eben aus Bambus, wie man hier sieht, gebaut. Den habe ich, das ist ein Baubambus, kann man im Internet kaufen, aus Asien. Und genau, die Wände habe ich eben mit so einer Knotentechnik gemacht. Das heißt, ich habe Löcher reingebohrt, einfach mit dem Akkuschrauber und dann so eine Kunststoffseil verknotet. Am Anfang hatte ich das mit einem Naturseil, aber als ich diese Wand, die kann man ja so Ziehharmonika-mäßig ausklappen. Und wie ich die das erste Mal ausgeklappt habe, da sind die Schnüre alle abgeplatzt, weil die halt durchgeschnitten wurden von dem Bambus. Und ja, so macht man halt seine Erfahrungen. Ich wusste vorher auch nicht, wie das geht. Ich habe mir das Wissen während dem Bauprozess so Schritt für Schritt eigentlich angeeignet. Genau, habe sehr viel recycelt auch. Also hier das Innenzelt ist so aus alten Bettlaken. Habe ich aus Sozialkaufhäusern zusammengekauft. Genau, die Dämmung ist eben mit Schafwolle. Die habe ich auch komplett von eBay Kleinanzeigen. Also es waren so Dämmmatten, mit denen man eigentlich ein Haus dämmen kann. Der Boden ist mit Hanf gedämmt. Den habe ich auch selber gebaut. Und eben hier Fichtenholzdielen. Ist auch im Winter schön warm dann. Und mein Dachfenster hier, das habe ich auch selber gebaut. Da habe ich einen Bekannten von mir, der ist Jurtenbauer und lebt auch selber in Jurten. Dem durfte ich einmal helfen, sowas zu bauen und hatte eben daher dann das Wissen, wie man so ein rundes Teil bauen kann. Das mit einem Plexiglas oben drauf und das habe ich zusammengeleimt. Das sind lauter einzelne Holzstücke in der Leimpresse von einem befreundeten Schreiner dann. Genau, ich habe eben diese Mittelstützen, weil ich die Jurte aus Bambus gebaut habe und ich war mir nicht sicher, auch im Winter, wenn es mal schneit, wie stabil das dann ist, ob es so stabil ist wie eine Holzjurte. Und ich habe gehört, dass Bambusjurten halt nicht so stabil sind. Und genau, für mich war das damals zu der Zeit mit dem Werkzeug, was ich hatte, mit Bambus leichter zu bauen und mit der Erfahrung und dem Raum. Ich habe damals in einer WG gewohnt und habe das komplett dort in meinem WG-Zimmer und in der Garage gebaut. Ähm, genau. Ja, die Fenster, die sind auch Secondhand. Also ich habe sehr viel Baumaterial auf eBay Kleinanzeigen bekommen. Da habe ich einfach noch so eine kleine, ja, wie so eine Holzwand noch drunter gebaut. Die habe ich auch gedämmt. Noch gelb gestrichen. Gelb ist meine Lieblingsfarbe, wie man unschwer erkennen kann. Der Wunsch, so eine Jurte zu haben, also so einen Raum an der Natur, der kam bei mir aus einer Phase, wo es mir nicht so gut ging, vor 10 Jahren oder so eigentlich. Und also psychisch nicht so gut. Und ich hatte eine ganz starke Natursehnsucht und es war auch ein ganz großer Teil, der mir dabei geholfen hat, halt wieder in mein Wohlbefinden zu finden. Und ja, ich hatte so eine Sehnsucht auch nach diesem Ursprünglichen irgendwie. Und dann war es auch schon immer mein Traum, meine Behandlungen eben eigentlich in der Natur zu machen. Ich habe das hier dann auch mal ausprobiert draußen im Sommer, aber da kommen dann so viele Insekten und im Winter ist kalt und ja, dann bin ich irgendwie auf Jurten gekommen über ein Buch über Jurten und habe mir gedacht, das ist eigentlich der Raum für diese Klimazone, um nah an der Natur zu sein. Und hatte die Idee dann schon 3 Jahre oder so und habe dann irgendwann einfach angefangen, ohne zu wissen, wie das geht, anzufangen, eine Jurte zu bauen. Eben halt mit dem ganzen Wissen aus dem Internet, was ich mir so zusammengesucht habe. Ich war als Kind viel mit meiner Familie und meinem Opa auf so Forsthütten in den Bergen, weil der war Forstbeamter und wir waren viel mit ihm in der Natur. Und mir ist das irgendwann dann aufgefallen, dass es ja total die Ähnlichkeiten hat hier mit in der Jurte, weil auf diesen Hütten, da gab es halt irgendwie einen Brunnen und ein Plumpsklo und es war alles total einfach und ein Ofen mit Feuer und ja, es ist total schön,
habe ich gemerkt, dass es irgendwie auch so mit meinen Wurzeln was zu tun hat, dieser Ort, den ich hier habe. Ja, also ich habe mir den Raum hier so aufgeteilt, dass ich ihn einerseits als privaten Erholungsraum eben nutzen kann und andererseits halt auch als Praxis sozusagen. Und hier habe ich dieses Tuch davor gemacht. Hier hinter habe ich so ein bisschen, da kann ich halt Jacken aufhängen und sowas. Und in der Truhe habe ich meine ganzen Massagesachen drin, die Bezüge für die Liege und sowas. Die habe ich auch vom Sperrmüll, das ist so eine alte bayerische Truhe. Also ich habe sehr viele Möbel auch einfach Secondhand. Genau, dann habe ich hier eben ein Schlafsofa. Also das kann ich halt als Sofa und als Bett nutzen und habe dadurch halt schön viel Platz hier, wenn ich ihn möchte, und aber auch ein Doppelbett, wenn ich es ausklappe. Das ist ganz schön. Mein Freund hat hier seine Trommel deponiert, weil in der Wohnung kann man halt nicht trommeln und hier können wir auch mal trommeln oder lauter Musik hören. Das ist halt das Schöne auch an der Jurte, dass man keine direkten Nachbarn hinter der Wand hat. Ja, genau, dann habe ich hier, meine Katze lebt hier, die hat auch eine Katzenklappe, wo sie immer raus und rein kann. Das ist ihr Nest. Das habe ich eben mit Resten aus der Schafwolldämmung aus der Wand gebaut. Hatte ich noch übrig und mit einem alten Karton. Und da kann sie auch mal ein Wochenende allein hier bleiben und hat ihr kuscheliges Nest eben. Ich habe angefangen, diese Wandteile und das Gerüst quasi zu bauen und habe mich dann quasi für jedes weitere Einzelteil, was ich gebaut habe, weiter informiert, so Step by Step, so ein bisschen von Frage zu Frage weiter. Und ja, ich wollte die Jurte damals irgendwie selber bauen. Ich hatte nicht so viel Geld auf einmal, dass ich mir damals eine hätten kaufen können. Und dann dachte ich mir, cool, baue ich mir einfach eine selber. Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal machen würde. Es war schon sehr viel Arbeit, aber ich bin froh, die Erfahrung zu haben, auch wenn mal was kaputt ist oder so. Und man hat halt so eine ganz andere Beziehung auch zu der Jurte, wenn man jedes Material irgendwie selber ausgewählt hat. Und ja, also das meiste habe ich tatsächlich alleine gebaut. Es sind ja lauter so Einzelteile, ne? Die Dachstangen sind einzeln, das Dachfenster, die Stützen, die Wände sind 4 Einzelteile, die Fenster sind einzeln, die Stoffe auch. Aber ich habe mir dann schon an einigen Stellen Hilfe geholt, weil man kann auch einfach nicht alles alleine machen. Also beim Aufbauen hatte ich viel Hilfe dann so von Freunden und von den Nachbarn auch hier. Und ansonsten das Dachfenster konnte ich bei einem befreundeten Schreiner die Leimpresse benutzen in der Schreinerei und habe eben auch einem Jurtenbauer mal geholfen, so eins zu bauen. Der hat mir das Wissen dann vermittelt quasi. Und als ich die Plattform für den Boden gebaut habe, hatte ich auch Hilfe von Freunden dann. Also das hier ist mein Ofen. Der begleitet mich schon seit ich klein bin. Der war in der Wohnung eingebaut, wo ich als Kind auch gewohnt habe mit meinen Eltern. Und jetzt kann ich ihn hier nutzen, was sehr praktisch ist, weil der ist mit Speckstein ummantelt und der hält halt die Wärme über mehrere Stunden, auch wenn der Ofen schon aus ist, und gibt die dann langsam ab. Weil die Jurte hat ja keine Speichermasse als Bauwerk so, die dämmt halt, und das ist super mit dem Speckstein. Genau, dann hier habe ich meine Massageliege. Die hat so einen Ölbezug für die hawaiianische Massage, weil wenn die Leute auf dem Rücken liegen, da gibt es so Untergriffe, wo man dann so unter dem Mensch durchfährt, und bei Frottebezug würde das nicht so gut gehen. Ja, hier drüben habe ich dann so meinen Bürobereich. Strom habe ich über die Solaranlage draußen eben. Das ist so eine Insel-Solaranlage, die ich mir da reingestellt habe. Kann man so als Set im Internet auch kaufen oder bei einem eben Solarhändler. Ja, da kann man im Sommer sogar einen E-Bike-Akku mit aufladen und Laptop und so und Drucker und auch einen Küchenmixer betreiben und solche Sachen. Und da habe ich auch Internet dann. Genau, ich habe so einen mobilen Internetrouter. Es geht dann über eine SIM-Karte, wo man dann über das Datennetz, eben über das Handynetz Internet hat. Ja, da mache ich meine Computerarbeit, oder wenn ich online Hypnosen gebe, mache ich das auch hier. Ist halt total schön, wenn man da zum Fenster rausschauen kann, während man arbeitet. Ich finde, es bringt einen immer noch in so einen kreativeren Arbeitsmodus. Die hawaiianische Massage ist eine Ölmassage. Ich mache das auch nur für Frauen. Das hat sich für mich so als richtig angefühlt. Und eigentlich wie so eine Ganzkörpermassage, also auch Kopf, Hände, Füße,
wird halt alles massiert und es kommt von Hawaii eben und die hawaiianische Kultur hat so was sehr Konstruktives, Positives und die Massage ist so sehr fließend eben. Es erinnert ein bisschen an die Wellen vom Meer und so. Und man fühlt sich einfach unglaublich geborgen, unglaublich gut danach. Genau, es ist in Stille mit Musik. Also ich mache da nicht so viel Tamtam drumherum. Ja, dauert 1 bis 1,5 Stunden. Und ich nehme mir halt immer noch ein bisschen Zeit davor und danach, dass die Menschen hier ankommen können und danach noch ein bisschen nachruhen können. Genau, die Massage mache ich gewerblich einfach, weil es fällt unter Wellnessmassage, weil ich eben nicht medizinisch arbeite. Und für die Hypnosetherapie, da arbeite ich ja psychotherapeutisch und da habe ich eben den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Man kann natürlich auch Hypnose-Coaching machen. Da muss man halt aufpassen, dass man halt nur mit Menschen arbeitet, die wirklich gesund sind. Wobei dann ist auch immer die Frage, woher weiß man das, wenn man den psychologischen Background nicht hat. Genau, und das mache ich eben dann als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und der Ablauf ist, dass man eben ein Vorgespräch hat, wo man schaut, okay, was ist das Thema? Und dann in der Hypnose arbeitet man meistens eben mit einem Zielbild oder mit einem Anteil sozusagen oder einem Zustand, einem Gefühl, was einem momentan oder ab und zu Schwierigkeiten bereitet. Kennen wir, glaube ich, alle. Und es ist sehr aufs Positive ausgerichtet. Also man findet jetzt nicht in der Hypnose irgendwas heraus, was in der Kindheit war oder so, oder bohrt da irgendwie rum, sondern man verbindet sich eigentlich mit dem, wo man hin will, oder geht in Beziehung mit den Dingen, die sich schwierig anfühlen im Leben, sodass sich da eben was verändern kann. Ja, also so zum Aufbau. Ich habe das Dach, da ist eine LKW-Plane drauf, die ist eben hier mit diesen Dachlatten hinterlüftet. Darunter ist die Jurte einmal komplett mit diesem Tipi-Stoff abgedeckt, aber der ist halt in unserer Klimazone beim Starkregen nicht wasserdicht. Da habe ich die Erfahrung von Bekannten halt genutzt. Die hatten das mal nur mit Tipi-Stoff und hat es dann beim ersten Starkregen durchgeregnet. Deswegen habe ich mir von eBay Kleinanzeigen LKW-Plane besorgt und die selber zusammengeschweißt und mir ein rundes Teil draus gemacht. Genau, die Jurte, die steht auf Baumstämmen sozusagen, dass sie ein bisschen vom Boden weg ist und gleichzeitig hat man eben unten drunter dann auch noch Lagerplatz für Baumaterial, was übrig ist, oder da liegt noch eine Leiter drunter. Genau, ich habe die Jurte auch schon einmal umgezogen, inklusive Bodenplattform. Die stand auf demselben Grundstück, aber ein bisschen an einem anderen Platz. Und ja, ich habe sie eben jetzt noch eingepackt hier in diesem grünen Netz und habe auch ein grünes Dach gemacht. Das war vorher gelb, sodass es sich ein bisschen harmonischer in die Natur einfügt. Genau, und hier habe ich auch einen besseren Standort als vorher, weil Jurten sind eben sehr windanfällig und hier, wie man sieht, habe ich total schön eben diesen Schutz von den Büschen und auch gleichzeitig Schatten, dass es nicht so heiß wird dann in der Jurte im Sommer. Sehr angenehm. Ja, also das ist hier eben der Außenbereich. Man hat da quasi noch wie so ein Outdoor-Wohnzimmer. Ich fühle mich manchmal wie so ein Vogel, der hier so sein Nest hat. Genau hier ist es eben so als Waschbecken mit dem Kanister. Im Sommer habe ich ja auch einen Gartenschlauch liegen zum Gießen oder um den aufzufüllen. Der friert halt im Winter ein, deswegen habe ich diesen Kanister. Da kann ich dann immer in der Garage bei dem Haus, wo das Grundstück hier dazu gehört, eben Wasser auffüllen. Auch warmes Wasser zum Händewaschen. Genau, hier habe ich eine Komposttoilette. Genau. Habe ich eben aus so einem alten, das ist so ein alter Kommodenschrank oder so und das ist eben so eine Trenntoilette hier. Mischen wir dann mit Holzkohle, die wir selber machen auch und mit Kompost und machen da Terra Preta draus. Das ist so eine tolle Erde für den Garten. Genau, hier kann man auch duschen, wenn man möchte. Also man kann entweder die Gartendusche anmachen oder sich auf das Brett da oben einfach den Kanister mit warmem Wasser stellen und dann halt auch warm duschen. Ich bin halt total gerne in der Natur und finde es immer so toll, hier mit den Pflanzen draußen wirklich zu sein. Das ist einfach schön. Ich habe damals Abi an der FOS für Gestaltung gemacht und danach war eben diese Zeit, wo es mir nicht so gut ging, weil ich mich halt so in diesen gesellschaftlichen Berufsbildern, wie sie eigentlich so normal sind, irgendwie nicht so wiedergefunden habe und in den Studiengängen, die ich so gefunden habe.
Und ich wusste, ich will irgendwie auch mit meinen Händen arbeiten und Menschen berühren und irgendwie mit der Seele arbeiten und habe dann angefangen, hawaiianische Massage zu lernen. Das ist eben eine Art von Massage, die halt, wo man sich dann auch sehr tiefenentspannt und ja in so einen Regenerationszustand kommt und was halt auch wirklich so, was für die Seele ist, jetzt nicht so medizinisch physiotherapiemäßig. Genau, und es war schon immer eigentlich mein Traum, auch den Heilpraktiker zu machen, aber ich war bloß damals zu jung dafür, den darf man erst mit 24, glaube ich, machen. Und ich habe den dann auch noch gemacht, den Heilpraktiker für Psychotherapie vor 2 Jahren und eine Hypnosetherapie-Ausbildung, weil ich halt gemerkt habe, ich will eigentlich noch mehr in die Ecke, wo man halt so psychospirituell mit Menschen arbeitet, aber schon auf eine sehr geerdete Art und Weise. Es war mir auch wichtig, den ganzen psychologischen Hintergrund so zu lernen. Und genau, jetzt mache ich eben Hypnosetherapie und hawaiianische Massage. Genau, ich habe ja sehr viel Gelb hier drinnen. Für mich ist es total normal und natürlich, mir fällt dann immer wieder erst auf, wenn Leute hier reinkommen, dass es ja nicht alle Menschen so haben. Und mich spricht einfach die Farbe seit ein paar Jahren total an. Ist so schön hell und freundlich und es kam ganz intuitiv irgendwie, dass ich mir, wenn ich mir irgendwas Neues zugelegt habe, immer erstmal geguckt habe, so gibt es das in Gelb oder eine Zeit lang war ich auch so, ich habe irgendwas gesehen am Flohmarkt oder im Schaufenster und dachte mir, oh, das ist ja schön. Und dann der zweite Gedanke war so, oh, es ist gelb. Ach, deswegen finde ich es so schön. Genau, und wir haben dann auch, also die Bluse hat mir auch eine Bekannte geschenkt zum Beispiel und ich habe dann immer gelbe Sachen geschenkt bekommen und ja, das hat es mit dem Gelb auf sich. Also hier habe ich meinen Kühlschrank, kann man Obst und Gemüse super lagern. Das sind einfach 2 Tontöpfe, zwischen denen Sand drin ist, den ich dann immer gieße und dadurch verdunstet das Wasser eben durch den Ton und entsteht halt ein Kühlungseffekt und ja, da kann man halt Obst und so drin lagern. Genau, das habe ich auf YouTube gefunden, hat so ein Mädchen in Indien das als Kühlschrankersatz vorgestellt. Total coole Idee. Und hier geht's raus in den Garten sozusagen. Also hier kann man schön in der Sonne sitzen und hier ist der Kompostbehälter. Bisschen eine Wasserstelle für die kleinen Tiere, dass die was trinken können. Genau, da sieht man mein Solarpanel. Das kann man halt auch immer so umstellen, dahin, wo gerade die Sonne steht. Mittlerweile weiß ich schon, wo ich es hinstellen kann, wo eigentlich den ganzen Tag Sonne ist. Und hier haben wir eine Feuerstelle. Es ist ein bisschen eine besondere Feuerstelle, das nennt man Kontiki. Also es ist so ein konisches Loch in die Erde gegraben, also wie so ein V eigentlich. Und da kann man super Kohle drin machen eben. Und zwar indem man immer nachlegt auf dem Feuer, bleibt die Kohle unten drin unverbrannt. Und am Ende hat man einfach das ganze Loch voller Kohle und löscht es dann mit Wasser ab, dass die nicht wegbrennt. Und wenn man diese Kohle eben mit Komposterde mischt, ist es total cool, weil da die ganzen Mikroorganismen, die können in der Kohle leben, weil die halt sehr viel Oberfläche hat. Und so in Mittel- und Südamerika, die indigenen Völker dort früher, die haben das eben auch gemacht. Und es gibt halt dort Fundorte auch von dieser Terra Preta, heißt es Schwarzerde, die irgendwie, weiß ich nicht, wie lange schon da in der Erde ist und immer noch fruchtbar ist und halt diese ganzen Mikroorganismen eben in der Erde hält. In der Tonne hier lagern wir die Kohle dann, die wir gemacht haben, sodass wir uns da immer was holen können für die Komposttoilette oder eben für den Garten. Und genau, hier mein Freund und ich, wir interessieren uns beide schon lange für Permakultur. Bei der Permakultur geht es eben darum, dass man halt geschlossene Kreisläufe schafft, dass es keinen Abfall gibt, sondern dass es wie in einem Ökosystem eigentlich alles ineinander greift. Also ich würde sagen, wenn man diesen Wunsch hat, sich so einen Ort zu erschaffen, klar, es gibt viele Hürden, aber ich würde sagen, fang einfach an. Ich habe damals ja auch 3 Jahre gewartet. Ich habe immer gedacht, ich brauche irgendwie einen Freund oder einen Mann, der handwerklich begabt ist und der das mit mir baut und der mir zeigt, wie das geht und so. Und das war aber halt dann nicht so. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich fange jetzt einfach an. Und ich hatte wirklich auch, also schon eine Schraube in die Wand zu machen, war für mich abenteuerlich. So, ich hatte jetzt keine handwerklichen Vorkenntnisse. Und der Schlüssel für mich lag echt darin, einfach anzufangen, weil vorher hatte ich auch viele so Sehnsüchte halt eher und große Träume und einfach
quasi aufzuhören, über diese große Vision nachzudenken und einfach mit dem nächsten kleinen Schritt, der mir halt eingefallen ist, anzufangen. Und dadurch haben sich dann eigentlich erst so die nächsten Fragen, an denen ich mich dann so entlanghangeln konnte, halt aufgetan. Und so hatte ich so eine Orientierung und hat sich dann alles ganz schön gefügt auch, dass ich hatte noch keinen Platz, wo ich angefangen habe zu bauen. Und ich habe gedacht, es dauert ja so ganz lang, bis man einen Platz findet und es ist total schwierig und habe es dann nur ein paar Leuten erzählt und innerhalb von 2 Wochen kam dann eben meine Bekannte auf mich zu und hat gemeint, schau dir halt meinen Garten an und du kannst die Jurte da gerne aufstellen. Und da habe ich mich total drüber gefreut natürlich. Hier haben wir noch so einen kleinen Gemeinschaftsgarten, das ist eben ein Tomatenhaus. Da habe ich auch viel von der Komposterde mit der Kohle und so mit rein. Die Tomaten lieben das. Das sieht man vielleicht auch ein bisschen hier. Das macht halt diese bisschen schwärzere Erde dann. Jetzt habe ich auch ein bisschen abgemulcht, dass die Erde nicht so austrocknet, muss man weniger gießen. Meine Mutter hat hier Beetflächen und eine ehemalige Nachbarin auch. Und da unten habe ich meine Fläche. Ich glaube, ich habe angefangen mit 17 woanders an so einem Gemeinschaftsgarten und diese Verbindung mit der Natur, aber gleichzeitig so diese Arbeit mit den Händen. Aber es erdet mich halt total und es tut mir auch seelisch total gut. Also es ist einfach wie so ein Hobby von mir halt auch. Ne? Und das Draußensein und es ist halt auch schön zu sehen, wie die Sachen dann wachsen und dass man auch selber was ernten kann und was essen, was man selber beobachtet hat über Wochen oder Monate. Ist halt auch total schön. Und meine Katze liebt auch Erdbeeren, aber sie kann sie selber irgendwie nicht abbeißen oder so. Und immer wenn ich hier Erdbeeren pflücke, kommt sie her und will so kleine Stücke davon haben. Das ist total süß. In den letzten 10 Jahren sind echt in meinem Bekanntenkreis, ich glaube, 5, 6, 7 Leute unter 30 verstorben bei Unfällen oder durch Suizide. Also in meinem weiteren Bekanntenkreis, das waren jetzt nicht alles enge Freunde. Und da habe ich aber jedes Mal so gemerkt, so, boah, es hat mich immer so rausgeholt, irgendwie ein bisschen aus diesem Alltagsding, wo man denkt, es bleibt alles so wie jetzt für immer irgendwie. Aber so ist es ja irgendwie nicht, ne? Und ja, also so dieser Kontakt mit dem Tod und ein bisschen diese Vogelperspektive, die hat mich eigentlich immer wieder daran erinnert, einfach jetzt das zu machen, wofür ich gerade spüre, dass ich hier bin und worauf ich Lust habe. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn ich jetzt ein Leben lebe, was eigentlich nicht dem entspricht, wie ich es mir wünsche, sondern halt dem, wie es andere vielleicht von mir erwarten, die entschädigen mich ja später nicht dafür, dass ich ihre Erwartungen erfüllt habe, sondern ich bin ja diejenige, die dann darunter leidet. Und deshalb hat es für mich total Sinn gemacht, in diese Eigenverantwortung irgendwie auch zu gehen und zu sagen, ja, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und ich hänge mich jetzt nicht in diesem Weltschmerz auf, sondern ich nutze einfach meine Selbstwirksamkeit und den Spielraum, den ich auch habe. Und ich kann ja jeden nur bestärken, den es da in solche Richtungen zieht, auch wenn man total unsicher ist oder so. Mit der Zeit kommt da irgendwie dieses Standing und diese Natürlichkeit auch rein, finde ich. Papa, na, Lana, Gemma, Malvina.